Guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dankecast Deutsch, dem Podcast, wo wir ganz natürlich Deutsch sprechen, für alle, die die Sprache lernen. Ich bin Emilia und heute starten wir mit einem Thema, das wirklich viele Deutschlernende betrifft. Kennst du das Gefühl? Du möchtest etwas auf Deutsch sagen, aber plötzlich denkst du, was, wenn ich einen Fehler mache? Und dann sagst du, gar nichts, einfach nichts. Du schaust weg, du lächelst, aber du sprichst nicht. Ja, genau dieses Gefühl besprechen wir heute. Warum halten uns Fehler vom Sprechen ab und was können wir dagegen tun? Hallo zusammen, ich bin Henry und ich freue mich wirklich sehr, wieder mit euch zu sprechen. Emilia, das kenne ich so gut. Dieses Gefühl, vor einem Fehler Angst zu haben, ist wirklich sehr verbreitet. Nicht nur beim Deutschlernen, sondern bei jeder Sprache überhaupt. Und ich glaube, es betrifft nicht nur Anfänger. Auch Menschen, die schon recht gut sprechen, kennen diesen Moment. Man öffnet den Mund und plötzlich kommt nichts. Aber warum passiert das eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Problem beginnt schon in der Schule. Viele Menschen lernen schon als Kinder, dass Fehler schlecht sind. Ein Fehler bedeutet eine schlechte Note. Ein Fehler bedeutet, dass der Lehrer unzufrieden ist. Ein Fehler bedeutet, dass die anderen Schüler vielleicht lachen. Und dieses Denken bleibt im Kopf, lange nach der Schulzeit. Auch wenn man später als Erwachsener eine neue Sprache lernt, trägt man dieses Denken noch mit sich. Fehler sind schlecht. Fehler sind peinlich. Also lieber gar nicht sprechen. Ja, und das ist wirklich so schade. Denn beim Sprachenlernen sind Fehler absolut normal. Ich sage sogar, Fehler sind notwendig. Ohne Fehler lernt man nicht wirklich. Stell dir vor, du lernst Fahrradfahren. Fällst du nie hin? Nein, natürlich nicht. Du fällst, du stehst auf. Du fährst wieder. Vielleicht fällst du nochmal. Aber jedes Mal wirst du besser. Und so lernst du schließlich sicher und selbstbewusst Fahrrad zu fahren. Mit einer Sprache ist es genauso, genau gleich. Ich finde dieses Beispiel mit dem Fahrrad wirklich sehr passend, Henry. Und jetzt möchte ich unsere Zuhörer etwas fragen. Denkt ihr gerade an einen Moment, wo ihr Deutsch sprechen wolltet, aber dann doch lieber geschwiegen habt? Vielleicht in einem Café, im Urlaub oder beim Einkaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen alles und wir antworten auch wirklich. Ihr seid nicht allein mit diesem Gefühl, das versprechen wir euch. Absolut. Wir freuen uns immer über eure Kommentare, das ist das Schönste an dieser Gemeinschaft. Aber zurück zum Thema. Es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Grund, warum Fehler uns stoppen. Viele Lernende vergleichen sich mit Muttersprachlern. Sie hören einen Deutschen sprechen, schnell, mit Dialekt, mit Ausdrücken, die man im Lehrbuch nie findet, mit Abkürzungen und Slang. Und dann denken sie, das kann ich nie, das werde ich nie so gut können. Oh ja, dieser Vergleich ist wirklich ein riesiges Problem. Und weißt du was? Das ist absolut unfair gegenüber sich selbst. Du vergleichst jemanden, der seit 30 oder 40 Jahren jeden Tag Deutsch spricht, mit dir, der vielleicht seit einem Jahr oder sogar weniger lernt. Das ist so, als würdest du einen Marathonläufer mit jemandem vergleichen, der gerade erst mit dem Laufen begonnen hat. Der Anfänger sollte stolz sein, dass er überhaupt läuft. Das ist der erste Schritt. Genau. Und ich möchte noch etwas sehr Wichtiges sagen. Muttersprachler machen auch Fehler. Ja, das stimmt wirklich. Jeder Mensch macht manchmal Fehler, auch in seiner eigenen Muttersprache. Wir sagen manchmal das falsche Wort. Wir vergessen einen Gedanken in der Mitte des Satzes. Wir verwechseln Wörter, die ähnlich klingen. Das passiert uns allen. Das ist menschlich. Das ist normal. Und niemand denkt deshalb schlechter über uns. Das finde ich so unglaublich wichtig, was du sagst, Henry. Und ich möchte noch über etwas anderes sprechen. Die Angst vor dem Urteil anderer. Viele Lernende haben nicht nur Angst vor dem Fehler selbst, sondern davor, wie andere Menschen auf diesen Fehler reagieren könnten. Was denken die anderen über mich, wenn ich falsch spreche? Werden sie innerlich lachen? Werden sie ungeduldig werden? Werden sie denken, ich bin nicht intelligent oder nicht fleißig genug? Das ist ein wirklich tiefes Thema, das du ansprichst. Diese Angst vor dem sozialen Urteil ist sehr stark und sehr real. Ich verstehe das vollkommen. Aber hier ist die ehrliche Wahrheit. Die meisten Menschen, wirklich die allermeisten, finden es wunderbar und respektabel, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen. Wenn du als Lernender den Mund aufmachst und versuchst, Deutsch zu sprechen, zeigst du damit Respekt und Offenheit. Das merken die Leute und sie schätzen es. Das stimmt so sehr. Ich erinnere mich, als ich selbst einmal eine neue Sprache gelernt habe, war ich immer tief dankbar, wenn Menschen Geduld mit mir hatten, wenn sie mir zuhörten, auch wenn ich langsam war, auch wenn ich nach Worten gesucht habe. Und ich war wirklich stolz, wenn ich trotz Fehlern verstanden wurde. Das Gefühl, verstanden zu werden, das ist
unbezahlbar. Und das funktioniert, auch mit Fehlern, auch mit Pausen, auch mit einem Akzent. Ja, Kommunikation ist das Ziel, keine Perfektion. Das sollte man sich wirklich gut und tief merken. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment. Sie denken, ich spreche erst Deutsch, wenn mein Deutsch wirklich gut ist. Wenn ich alle Regeln kenne. Wenn ich keine Fehler mehr mache. Aber dieser Moment kommt nie, wenn man vorher nicht übt. Es ist ein Kreislauf. Man übt nicht, weil man nicht gut genug ist. Aber man wird nicht besser, weil man nicht übt. Man bleibt stehen. Das ist so ein zentraler Punkt, Henry. Dieser Kreislauf der Angst. Man möchte perfekt sein, bevor man spricht. Aber Perfektion entsteht nur durch Sprechen. Das ist ein Widerspruch, der viele Menschen aufhält. Ich habe gelesen, dass viele Sprachexperten sagen, das aktive Sprechen ist der wichtigste Teil beim Sprachenlernen. Nicht nur Grammatik lesen, nicht nur Vokabeln lernen, sondern wirklich den Mund aufmachen und sprechen. Das glaube ich auch von ganzem Herzen. Natürlich sind Grammatik und Vokabeln wichtig, sie sind wie das Fundament eines Hauses. Ohne Fundament kann man kein Haus bauen. Aber das Haus selbst, also die Kommunikation, die entsteht erst durch das aktive Sprechen. Und Fehler beim Sprechen? Die sind wie kleine Risse im Fundament. Man bemerkt sie, man repariert sie, man versteht, was man verbessern muss und das Fundament wird stärker, das Haus wird solider. Oh, das ist wirklich ein schönes Bild, Henry. Das Haus und die Risse. Ich mag das sehr. Jetzt möchte ich aber auch über konkrete, praktische Tipps sprechen. Was kann man tun, wenn man diese Angst vor Fehlern hat? Was hilft wirklich im Alltag? Was hat bei euch geholfen, liebe Zuhörer? Habt ihr eine Strategie, die funktioniert? Schreibt sie jetzt in die Kommentare. Wir sind wirklich sehr gespannt. Ja, wunderbar. Also, mein erster Tipp ist ganz einfach. Fang klein an. Du musst nicht sofort lange, komplizierte Sätze sprechen. Fang mit kleinen Momenten an. Sag jemandem Guten Morgen auf Deutsch. Bestell deinen Kaffee auf Deutsch. Frag nach dem Weg auf Deutsch. Kauf etwas auf einem Markt auf Deutsch. Kleine Schritte, echte Schritte. Jeder kleine Erfolg baut dein Vertrauen auf. Das ist ein toller Tipp. Kleine Schritte jeden Tag. Mein Tipp wäre, such dir einen Sprachpartner, also jemanden, der auch eine Sprache lernt oder jemanden, der deine Muttersprache lernen möchte und im Austausch Deutsch mit dir spricht. Dann übt ihr zusammen. Ihr macht beide Fehler, ihr helft einander. Manchmal lacht ihr gemeinsam über lustige Missverständnisse, aber ihr lernt zusammen. Die Atmosphäre ist entspannt, weil beide auf demselben Weg sind. Sprachpartner sind eine fantastische Idee, wirklich. Und ich möchte noch einen weiteren Tipp hinzufügen. Hör dir Deutsch an, so viel wie möglich in deinem Alltag. Podcasts wie dieser hier zum Beispiel, Serien auf Deutsch, Musik auf Deutsch, Hörbücher auf Deutsch. Je mehr du hörst, desto natürlicher und vertrauter klingt die Sprache für dein Gehirn. Und dann, wenn du selbst sprechen möchtest, fühlt es sich weniger fremd an. Viele Strukturen klingen schon bekannt. Ja, das Hören ist wirklich eine unterschätzte Übung. Und ich möchte noch etwas sagen über den Unterschied zwischen einem Grammatikfehler und einem echten Missverständnis. Ein Fehler in der Grammatik, zum Beispiel der falsche Artikel, das ist oft kein Problem beim Verstehen. Fast alle Deutschlernenden kämpfen mit dem Artikel. Der, die, das weiß jeder, das versteht man trotzdem. Niemand ist verwirrt, wenn du sagst, das Mann geht in dem Haus, man versteht dich. Der Fehler stört die Kommunikation nicht. Der Artikel ist wirklich das Schwierigste für so viele Deutschlernende. Ich lache manchmal, wenn ich euch höre, wie auch sehr fortgeschrittene Sprecher noch über den Artikel nachdenken. Aber wie du sagst, der Sinn ist trotzdem meistens klar. Ein echtes Missverständnis entsteht nur sehr selten durch kleine Grammatikfehler. Die Kommunikation läuft trotzdem und das ist das Entscheidende. Genau. Also wenn du das nächste Mal denkst, ich sage lieber nichts, weil mein Deutsch nicht perfekt ist, dann erinnerst du dich bitte an diese Folge. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind kein Zeichen, dass du nicht gut genug bist. Fehler sind ein Zeichen, dass du es versuchst, dass du lernst, dass du dich bewegst, dass du wächst. Und das ist etwas, worüber man wirklich stolz sein sollte. Denn Stillstand kommt nur daher, wenn man gar nicht erst versucht. Das war wirklich wunderschön gesagt, Emilia. Ich möchte noch eine letzte wichtige Sache sagen, bevor wir enden. Jeder Experte, jeder fließende Sprecher, jeder Mensch, der heute selbstsicher Deutsch spricht, war einmal ein Anfänger. Jeder hat einmal gesagt, die Katze ist in die Haus gegangen oder andere lustige und merkwürdige Fehler. Und weißt du was? Das ist in Ordnung, denn diese Menschen haben trotzdem weitergemacht, jedes Mal wieder, und deswegen sprechen sie heute so gut.
Das ist eine wunderbare und motivierende Botschaft zum Abschluss dieser Folge. Wir hoffen wirklich, dass diese Folge euch geholfen hat und euch ein kleines bisschen mutiger gemacht hat. Wenn ihr mehr solche Gespräche auf Deutsch hören möchtet, dann abonniert Dankecast Deutsch und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft uns sehr dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, die Deutsch lernen möchten. Und vergesst nicht, eure Fehlergeschichten in die Kommentare zu schreiben. Was war der lustigste oder peinlichste Fehler, den ihr auf Deutsch gemacht habt? Wir lachen nicht über euch, wir lachen mit euch. Denn wir kennen das auch. Das macht diese Gemeinschaft hier bei Dankecast Deutsch so besonders und so schön. Genau das. Und denkt daran, beim nächsten Mal, wenn ihr Deutsch sprechen möchtet, einfach sprechen. Macht den Mund auf, atmet kurz durch und fangt an. Ihr werdet sehen, es klappt viel besser, als ihr gedacht habt. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt mutig und vor allem bleibt dabei. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, auf Wiederhören, liebe Deutschlernende. Danke fürs Zuhören und macht weiter so. Wir sind stolz auf euch.